Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Ich habe mal wieder was mitgebracht. Steam Park von Cranio Creations und den Autoren Lorenzo Silva, Lorenzo Ducci, Sorrentino und Aurelion Bon. Den kann ich jetzt nicht mehr lesen, aber zumindest die ersten beiden Namen kenne ich von Dungeon Fighter, das bei mir einen Ehrenplatz im Spielregal hat. Und daher kann man auch hier wieder einzigartigen und originellen Mechanismus erwarten und wird nicht enttäuscht. Bei Steam Park geht es darum, seinen eigenen Freizeitpark zu bauen. Seinen eigenen Roboter-Freizeitpark, muss man dazu sagen. Weil eben in diesem Universum gibt es keine Menschen, sondern es gibt Roboter und deswegen bauen wir unseren Freizeitpark eben auch für Roboter. Es gibt 5 verschiedene Aktionen, die ich machen kann. Ich kann Attraktionen bauen und die Attraktionen, die sind wirklich das Herzstück dieses Spiels. Die sind wunderschön gestaltet, die sind dreidimensional, die stellt man wirklich auf sein Spielbrett. Wir haben so ein Krakenkarussell, wir haben hier so ein abgefahrenes Apfelbaumkarussell, wir haben eine Riesenrutsche. Ich kann Attraktionen in meinem Freizeitpark bauen oder ich kann Stände bauen. Die Stände gibt es 5 verschiedene, die haben alle so eine Sonderfunktion. Zum Beispiel mit der Werbeagentur kann ich besser Besucherbots in meinen Park locken und so weiter und so fort. Eine weitere Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann Besucherbots anlocken. Ich muss die passenden Besucherbots anlocken, weil nur die richtigen, farblich passenden Besucherbots auf meinen Attraktionen nachher auch Einkommen generieren. Und so bekomme ich quasi immer mehr Geld. Auf der anderen Seite verursachen aber sowohl die Besucher als auch meine Attraktionen, als auch meine Aktionen permanent Schmutz. Und der sollte auch tunlichst rechtzeitig wieder weggeputzt werden, weil er sonst bei Spielende mit mächtigen Danari-Zahlungen zu Buche schlägt. Danari ist die Währung in dem Spiel. Das heißt, man muss so ein bisschen eine Balance finden zwischen Ausbau, Bots anlocken und eben sauber machen. Dreh- und Angelpunkt dieses Ganzen ist ein ziemlich einzigartiger Mechanismus, der hier ausgedacht wurde, nämlich die Aktionen werden in Echtzeit von allen Spielern gleichzeitig gewürfelt. Es gibt hier Aktionswürfel, auf denen die Aktionen, die verschiedenen, die man machen kann, drauf sind. Attraktionen bauen, Stände bauen, Besucherbots anlocken, putzen und Spezialkarten spielen. Und Spezialkarten, ja, damit kann man sich auch nochmal zusätzlich Danari verschaffen. Und in der ersten Phase des Spiels würfeln alle Spieler gleichzeitig, so schnell sie können mit ihren Würfeln und die Aktionen, die sie da brauchen, mit denen sie zufrieden sind, die legen sie auf ihr Schwein. Und wer als erster fertig ist, ruft fertig, schnappt sich die Karte mit dem ersten Platz. Man kennt es ein bisschen von Galaxy Trucker und ähnlichen verrückten Tempospielen. Und der zweite den zweiten und so weiter und so fort. Auf die Plätze, fertig, los! Fertig! Knapp. Fertig. Bam! Steam Park ist ein spezielles Spiel. Es ist eigentlich, wenn man es mal runterbricht, ein sehr aufgebohrtes Würfelspiel. Es ist kein reinrassiges Strategiespiel. Und was ich persönlich auch so ein bisschen schade finde, ist, dass abgesehen von diesem Würfelmechanismus gibt es halt nicht ganz so viel Interaktion. Also man baut halt schon so ein bisschen wurschtelt so seinen eigenen Freizeitpark so zusammen. Das macht viel Spaß, das ist auch sehr schön. Aber meine Mitspieler machen das Gleiche und ich habe eigentlich nur Kontakt mit ihnen, wenn ich gegen sie anwürfel. Ansonsten ist natürlich dieses Echtzeitwürfeln der Aktionen so ein bisschen was nicht so ganz mein Geschmack ist. Aber wer da was mag und wer einfach mal ein bisschen Action haben will am Tisch und nicht so viel nachdenken, für den ist Steam Park sicherlich ein Blick wert. Vor allem, weil es halt auch so schön designt ist. Steam Park, wo Roboter Dampf ablassen, war eines der wenigen Spiele, wo ich schon vor der Fahrt auf die Spiel wusste, dass es in meinen Tüten landen wird. War auch überrascht, was für eine Art von Spiel es ist, mit diesem Echtzeit-Würfelmechanismus. Das ist sehr, sehr eigenwillig, aber wie man es auch von anderen Spielen von Cranio Creations denkt, das ist eben wieder ein ganz eigener Mechanismus, der mir persönlich total viel Spaß macht. Daumen hoch für Steam Park. Alle, die Freizeitparks mögen, sollten da auf jeden Fall einen Blick riskieren. Und Leute, die schnelle, hektische Würfelspiele mögen,
Die auf jeden Fall auch. Für mich ist es einfach ein bisschen zu eindimensional für ein Strategiespiel. Außerdem persönlich spricht mich halt einfach dieser Echtzeit-Würfelmechanismus nicht so an. Ich finde es zu hektisch. Und würfeln und würfeln. Und habe ich die jetzt? Ich denke halt einfach lieber gern nach. Man denkt nach und würfelt dann. Man überlegt sich eine Taktik, ich möchte jetzt gern das und das erreichen und dann versucht man es halt so schnell wie möglich zu erwürfeln. Also es gibt auf jeden Fall Tempo. Mir hat Theme Park wirklich super gefallen. Ich halte es für ein tolles Freizeitparkspiel mit einem originellen Mechanismus, den man so irgendwo noch nicht kennt. Und es hat vor allem wirklich, es sieht fantastisch schön aus. Es hat tolle dreidimensionale Attraktionen, die alle wirklich liebevoll gestaltet sind. Es ist ein absoluter Hingucker und es ist ein familientaugliches Spiel. Das hat mir auch gut gefallen. Ich kann das mit meinem Sohn schon spielen. Der ist noch nicht mal 10 Jahre alt und hat mich hier schon Besiegt. besiegt. Ja, das war's Theme Park. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen und tschüss.